Es gibt so Tage, da klappt einfach überhaupt nichts. Schon die ersten Töne fühlen sich verkrampft und matt an. Man ist wie gelähmt von der Lippe. Es klingt auf der Trompete so richtig dumpf und man kriegt keinen richtigen Klang hin. Die Luft kommt nicht richtig raus. Der Hals ist eng. Es fühlt sich alles eigentlich nur noch nach Arbeit und nach Schwerstarbeit an. An solchen Tagen ist es für mich aber trotzdem wichtig, dran zu bleiben. Und ihr seht schon, ich nehme eine andere Trompete und ich habe hier auch ein anderes Mundstück drauf. Das ist meine Anfängertrompete, Waldwiesentrompete, und ein Mundstück habe ich jetzt hier drauf, ein Brand Perfect und mit Booster. Das ist Material, das bin ich überhaupt nicht mehr gewohnt zu spielen. Die Trompete liegt nur im Koffer, kommt vielleicht mal an Fasnacht aus dem Koffer und dann spiele ich mit der. In der Regel mittlerweile auch nicht mehr. Und das Mundstück, das sowieso nur an kalten Tagen gespielt ist, habe ich jetzt mittlerweile auch als 1C vom Brand. Das ist fast so wie mein 1,5C von Bach. Da fühle ich mich ganz wohl. Und dann einen Booster drauf gepackt und spiele ich eben dieses Equipment, wenn es mal so weit kommen sollte, dass ich draußen bei Eiseskälte spielen sollte. Aber in der Regel spiele ich mit diesem Material nicht. Aber an Tagen, wo überhaupt nichts klappt und ich mich einfach, wo ich schier verzweifle, nehme ich gerne ungewohntes Material. Ich mache meine Übungen, ich spiele Tonleitern hoch und runter, alle Durtonleitern, dann die Chromatik, dann ein paar Töne schleudern, ein paar Bindungen etc. pp. Kann mich aber jetzt nicht zu 100% auf mich konzentrieren, weil ich spiele ja Material, das ich komplett ungewohnt bin. Das heißt, ein kleines bzw. flaches Kunststoffmundstück, fühlt sich alles ganz anders an. Die Trompete bin ich auch nicht gewohnt. Wo liegen die Töne, in welchen muss ich korrigieren, wo muss ich gegenarbeiten, wo eventuell sogar einen Ersatzgriff benutzen. Und dann kommt man eben an solchen Tagen trotzdem einen Schritt weiter, weil man sich wieder aufs Instrument und aufs Material einstellen muss. Na, wie spielt sich das alles? Normalerweise weiß ich ganz genau, ich habe meine Bach-Trompete, Bach-Mundstück, alles klar, das fließt die Luft raus, es klingt so und dann kann ich mich auf mich konzentrieren. Aber an Tagen, wo überhaupt nichts funktioniert, man auch das Gefühl hat, man hört wie durch Watte, ist eventuell gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, dann nimmt man eben solches Material, das man nicht gewohnt ist, und schon geht der Fokus weg von sich aufs Instrument, auf das Gefühl vom Mundstück. Und man macht trotzdem seine 20, 30 Minuten Warm-up, Basic-Übungen und merkt aber auch, okay, mit zunehmender Zeit, wo ich meine Übungen, meine Basics mache, merke ich aber auch, ich bin das Material mehr gewohnt, ich weiß, welche Töne ich korrigieren muss und habe somit an diesem Tag trotzdem was geschafft. Je nach Zeit, manche haben mehr Zeit, manche haben weniger Zeit, kannst du dann solche behäbigen, schweren Tage mal mit anderem Material verbringen. Eventuell hast du noch eine alte Trompete in einem Koffer im Keller liegen, dann spiel die doch an solchen Tagen. Nimm das alte Mundstück, was da dabei ist, oder ein Mundstück, was du in der Schublade hast, was du gar nicht gewohnt bist. Mach deine Basic-Übungen, mach Crescendo, Decrescendo-Übungen und du wirst merken, am nächsten Tag klappt es viel besser. Wenn du nichts gemacht hättest, ist der Tag, an dem du startest, also das Morgen, auch wieder ungewohnt. Na, muss man sich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Wenn ich heute aber meine Übeeinheit gemacht habe, mit diesem ungewohnten Material, habe ich trotzdem alles aktiviert, auch wenn es schwerfällt, ich bin dran geblieben. Und wenn ich jetzt morgen meine Trompete wieder auspacke, mein gewohntes Instrument mit meinem gewohnten Mundstück, merke ich sofort, okay, die ersten paar Töne, passt, alles klar, es läuft, die Luft kommt raus, es klingt und dann kann man schon ins Spielen starten. Also da ist der Schritt dann zum Musizieren auch wieder viel, viel schneller gemacht, als wenn ich heute zum Beispiel einen Tag Pause gemacht hätte und morgen dann erst wieder starte. Dann übernehme ich das Gefühl von heute auch immer ein bisschen in das Morgen mit rein, spiele ich mich aber auf dem Equipment ein und merke schon nach 10, 15 Minuten, okay, ich werde es gewohnt, es fließt die Luft, es klingt auch gar nicht mehr so schlecht. Aha, okay, Intonation, den Ton muss ich ein bisschen anheben, hier muss ich im Trigger noch viel weiter rausziehen, das Instrument ist anders gebaut als das gewohnte Material und schon hat man wieder was gemacht und hat vor allem dann, wenn man gespielt hat, auch ein positives Gefühl. Und das nehme ich mit in den nächsten Tag rein und da klappt es einfach viel besser. Was machst du an Tagen, an denen einfach nichts funktioniert auf deinem Instrument? Hast du Strategien oder Ideen oder machst du einfach Pause? Schreib's gerne in die Kommentare, es interessiert mich brennend. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.